Guten Morgen, liebe 10b. Guten Morgen, Frau Hansen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Gentrifizierung. Und wie ihr bereits wisst, ist es ja ein Phänomen, das die Großstädte erreicht. Und somit hat es auch schon die Stadt Berlin erreicht. Und ihr werdet euch das Thema erarbeiten, indem ihr jetzt erstmal die Seite 204 in eurem Buch aufschlagt und dort die Aufgaben 1 und 2 löst. Das könnt ihr gerne in Partnerarbeit machen, wenn ihr das alleine nicht hinbekommt. Tiziana, Ja. du hast dir doch gemeinsam mit Vivian das Fotoprojekt herausgesucht, die Reportage zu den Obdachlosen. Ja. Meint ihr, ihr bekommt das auch fertig in der Kürze der Zeit? Ich finde, das ist ja ein sehr wichtiges Thema und finde das auch gut, dass ihr diesem Thema die Aufmerksamkeit schenkt, aber es erscheint mir doch sehr aufwendig zu sein. Und die Sache ist die, wenn ich das Thema erstmal angemeldet habe, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Ja, wir schaffen das. Wie wir jetzt gelernt haben, ist also die Gentrifizierung die Aufwertung von Stadtteilen bei gleichzeitiger Verdrängung der ansässigen Bevölkerung. Ihr löst bitte noch die Aufgabe 4 und wir schreiben nächste Woche einen Test. Lernt euch bitte gründlich vor. Über was wird der Test sein? Wir werden dann über die Gentrifizierung sprechen und über das Phasenmodell. Was mit deiner Geburtstagsparty nächstes Wochenende? Also, ich habe da schon so ein bisschen was geplant. Was meinst du? Also, Ein bisschen? ich habe die Leiterin vom Jugendzentrum angeschrieben und sie gefragt, ob ich meine Geburtstagsparty dort schmeißen kann. Und? Und sie hat ja gesagt. Ui. Und dann habe ich noch ein paar von meinen Freunden angeschrieben. Ein paar Getränke konnte ich auch organisieren und ja, jetzt hoffe ich einfach nur, dass auch noch ein paar Snacks mitbringen. Werden sie. Aber Party im Jugendzentrum ist richtig cool. Ja, aber was ist, wenn keiner was zu essen mitbringt? Oder einfach keiner kommt? Oh, come on, Tiziana, das ist wirklich so... Oh, guck mal da! Wie wär's mit dem? Entschuldigen Sie? Entschuldigen Sie. Ich bin Tiziana, das ist meine Freundin Vivi. Wir kommen aus der 10. Klasse der Wilhelm Busch Realschule und arbeiten gerade an einem Projekt, an einer Fotostory über Menschen, die so sind wie Sie, die auf der Straße leben. Und was soll ich jetzt machen? Dürften wir Sie vielleicht interviewen? Ich habe ja eigentlich nicht so viel Zeit, wa? Wie heißen Sie denn? Naja, nennt mich mal einfach Hatti. Mögen Sie den Park? Klar, man ist doch toll hier. Schwäne. Gibt's einen See hier? Kannst du mal gucken, die Leute. Guck mal da zum Beispiel der Typ da mit dem Hund. Schlafen Sie hier? Ja, ein bisschen weiter da hinten. So mit Wohnung und 4 Wänden, das ist nicht so mein Ding. Das geht nicht mehr mit mir. Aber Sie hatten meine Wohnung. Ja, das war mal vollkommen normal. Warum jetzt nicht mehr? Wollt ihr die Geschichte hören? Ja. Ihr wollt hören, warum ich jetzt so ein Penner bin oder was, ja? Ja, genau das interessiert uns. Wir wollen verstehen, warum Sie jetzt auf der Straße wohnen. Naja, ich hatte eine ganz normale Familie. Frau, ich hatte einen Kiosk. Naja, und dann ist meine Frau krank geworden. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Okay? Ratzbatz. Erst ging es mit ihr bergab, aber richtig bergab, dann mit mir. Und dann? Naja, der Gang der Dinge. Beerdigung, die ganzen Dinge, die man da organisieren muss, zu Hause. Und dann?
Nichts. Leere. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr, mich irgendwie zu bewegen, irgendetwas zu tun. Das ging so ein ganzes Jahr. Und noch mal länger. Und so ist es aus mir geworden, was ihr jetzt hier seht. Auf diesen HT warst du ja nicht besonders scharf. Oh nein, die Fotos sehen ja mies schlecht aus. Könnte man so sagen. Man kann ihn ja zur Hälfte kaum erkennen. Oh Gott, ich kann echt nicht mit deiner Kamera umgehen. Ja, das Mal nimmst du einfach dein Handy. Ich hätte ja wissen müssen, dass du mit meiner Kamera nicht umgehen kannst. Du musst ja auch erst einen Kurs machen, um sie komplett zu verstehen. Der Kurs. Mit Boris als Fotomodell. Boris ist mit Kaya zusammen. Ja, aber wer weiß wie lange noch. Es sieht so aus, als wäre Boris langsam durch mit ihr. Ich hab doch gerade andere Sorgen im Kopf. Na, wie läuft mit der Projektarbeit an Luxus Girls? Ziemlich gut. Wir haben die Fotos schon gemacht. Oh, cool. Was habt ihr euch denn für ein Projekt ausgesucht? Also, Vivi und ich arbeiten an einer Fotostory über Menschen, die auf der Straße leben. Und dafür. Wie steckst du also? Ich glaube, Tizia und ich müssen los. Bessere Fotos schießen. Kannst du? Vivi, warte! Mach du das? Meiner Selbstschutz. Jedes Wort mit Kaya ist ein Wort zu viel. Und was machen wir jetzt? Dann noch mal einen Tag. Ich glaub, ja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Tiziana. Happy birthday to you. Alles Gute zu deinem Geburtstag. Danke. Die Geschenke, die geben wir dir später auf deiner großen Party. Jetzt erstmal auf zur Schule. Hi, alles Gute zum Geburtstag. Von Boris und Kaya. Oh, danke. Wollt ihr vielleicht was trinken? Wir haben Prosecco, Aperol Spritz, Limo, Cola? Am liebsten noch Wasser. Na klar. Also es steht alles in der Küche, ihr könnt euch ruhig bedienen. Hol doch bitte ein Wasser. Und wenn es geht, still ist. Und nicht zu kalt. Kaya, alleine gekommen. Kaya und Boris. Die verhalten sich wie so ein altes Ehepaar, das hier nichts verloren hat. Warum sind die nochmal da? Ach, keine Ahnung. Ich brauche einen Stoßnamen. Kaya das. Wo ist Kaya? Hier ist rein! Lass uns was trinken! Leute, liegt da draußen. Was ist passiert? Kaya ist von Auto gelaufen.
Der Krankenwagen ist schon hier. Aber Kaya war doch gar nicht mehr hier. Wurde organisiert von Tiziana Kraft. Ich glaube, da hinten kommt sie gerade raus. Du bist Tiziana Kraft, richtig? Du feierst deinen Geburtstag im Jugendzentrum, ist das richtig? Tizi war drin, als es passiert ist. Hast du den Unfall gesehen? Was ist mit Kaya? Sie haben sie ins Krankenhaus gebracht. Aber was ist passiert? Das wissen wir auch nicht so genau. Sie ist einfach vor ein Auto gerannt. Der Fahrer sagt, sie sei aus dem Jugendzentrum gestürmt. Und obwohl die Fußgängerampel rot war, ist sie einfach weitergerannt. Oh Gott. Einfach so, vor seiner Motorhaube. Aber warum war Kaya überhaupt da? Lukas hat gesagt, dass sie gegangen ist. Schon vor einer Stunde. Ist sie auch, aber wahrscheinlich wollte sie sich mit ihm versöhnen. Jedenfalls hat sie sich aus dem Blut gesehen. Dann ist sie von Auto gelaufen. Könnt ihr mir kurz sagen, wann Kaya zum ersten Mal die Party verlassen hat? Keine Ahnung, gegen 10? Wir haben es sauber gemacht und abgeschlossen. Ihr seid super. Können wir noch zu Tiziana hoch? Ich weiß nicht, ihr geht's nicht so gut. Bitte? Nur ganz kurz. Nur ganz kurz, sie antwortet mir nicht und ich will wirklich wissen, was los ist. Aber wirklich nur 5 Minuten. Okay. Wartet. Okay. Tiziana geht's wirklich nicht gut. Aber was ist denn? Ich glaube, sie hat sich einen schweren Infekt zugezogen. So schwer, dass sie mir nicht mehr antworten kann? Vielleicht kommt ihr morgen wieder. Ah, okay. Lass uns gehen. Ich finde Tizianas Mutter komisch. Als ob Tizi einfach so eine komplett ansteckende Krankheit hat. Ja, das ist doch lächerlich. Die einfach rausgeworfen wurden. So unnötig. Tiziana
Was gibt's? Ich habe gerade einen Kunden. Ach, nichts. Alles gut, vergiss es. Schmeckt dir jetzt meine gefüllte Pasta nicht mehr, oder? Nein, es schmeckt total lecker. Ich bin einfach nur schlecht drauf. So langsam kannst du mal einen Gang höher schalten. Papa, nein, Papa, ich schaff das doch nicht. Wer gesund werden will, muss ordentlich essen. Ja, aber mir ist schlecht. Tiziana, was ist denn los mit dir? Mal kurz reinkommen. Tiziana, ja, ich will dich wirklich nicht verletzen, aber als dein Vater kann ich nicht länger zusehen, wie du hier in deinem Zimmer dein Leben einfach so wegwirfst. Seit einer Woche gehst du nicht mehr in der Schule. Ohne Grund. Mit dir ist alles in Ordnung. Ab morgen gehst du wieder in die Schule. Fertig. Reiß dich zusammen, Tiziana. Oder morgen früh kommt die Polizei und bringt dich in die Schule. Das macht man so mit Schulverweigerern. Papa hat sich erkundigt. Vielleicht kommst du dann zur Besinnung. Guten Morgen. Guten Morgen. So, packt bitte alle eure Sachen in eure Taschen. Wir schreiben einen kleinen Test. Aber ich sollte doch heute mein Referat halten. Vivian, das kannst du danach noch tun. Der dauert nur 10 Minuten.
geht das aber wirklich nicht. Ihr ist ganz schlecht. Kann ich hier kurz hinterhergehen, bitte? Bitte. Tiziana hat sich auf die Toilette übergeben und ist nach Hause gegangen. Das geht so nicht. Ihr wisst genau, dass jeder Schüler, der krank wird, sich im Sekretariat abmelden muss. Das gilt auch noch für Zehntklässler. Das kann ich ja jetzt schnell für Sie machen. Sie hatte letzte Woche noch einen Attest vom Arzt. Es geht hier wirklich Ihre nicht Eltern gut. müssen auf jeden Fall informiert werden. Kann ich hier kurz Ihre Sachen hinterherbringen? Das kannst du nach der Schule machen. Aber dieser Innenwinkel vom Dreieck, da hat es doch eine Summe gehabt. Wie groß war die nochmal? 180 Grad. Ah, okay. Was? Kaya? Was macht ihr denn hier? Wie? Was denn? Er ist doch dafür verantwortlich, dass die Zellner seit einer Woche nicht in der Schule ist und dass sie sich verhält wie ein Zombie. Ich weiß ja, dass das falsch war. Aber Tiziana, sie ist nun mal das schönste und netteste Mädchen, das ich je kennengelernt habe. Tiziana hat sich wirklich komisch verhalten. Sie würde doch niemals einfach so abhauen. Aber es tut mir alles so leid. So kommen wir nicht weiter. Ich weiß nicht, warum du uns das antust. Ich kann keine Nacht mehr schlafen und dein Vater und ich, wir fragen uns, haben wir vielleicht was falsch gemacht? Du hattest alle Freiheiten. Wir bezahlen all deine Hobbys. Du bekommst unsere Liebe. Das habe ich mir auch immer gewünscht. Meine Eltern hatten nicht die Mittel. Ich konnte nicht werden, was ich wollte. Und dein Vater, der hat es noch schwerer in der Jugend. Du bist sehr privilegiert. Was fehlt dir? Bisher hatte ich den Eindruck, du bist glücklich, hattest Ziele. Weißt du, man muss nicht alles schaffen und kann auch mal Durchhänger haben. Aber du bist dabei, dir alles kaputt zu machen. Weißt du eigentlich, wie verletzend das ist? Wir verlangen nicht viel. Nur, dass du dich bemühst. Aber das tue ich doch mit aller Kraft. Ich versuch's doch. Weil du heute Morgen in die Schule gegangen bist und mitten in der Prüfung abgehauen bist? Tiziana, es war unglaublich. Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Aber ich halte es in der Schule nicht aus. Es fühlt sich an, als würden 100 Menschen auf mich einschlagen. Warum nicht gleich 500 Leute? Du übertreibst maßlos. Ich kann dich einfach nicht ernst nehmen.
Tiziana? Tizia? Es tut mir leid, meine Worte. Die waren hart. Ich mache mir nur so große Sorgen. Tizia? Ich komm rein. Tizianas Mutter ruft mich an. Hallo? Hallo Vivian? Frau Kraft, was ist passiert? Ja, Tiziana ist weg. Ich habe mit ihr geredet. Dann ist sie in ihr Zimmer gegangen. Jetzt steht das Fenster offen und sie ist nicht mehr da. Tiziana ist abgehauen? Es scheint so, ja. Ist sie denn bei euch? Nein. Ich werde jetzt erstmal die Polizei einschalten, bevor noch etwas Ernstes passiert. Ja, tun Sie das. Wir werden auch gleich nach ihr suchen gehen. Ja, mach das. Keine Sorge, wir werden sie finden. Wir machen uns sofort auf die Suche. Dankeschön, Vivian. Du bist echt eine tolle Freundin. Da kann sich Tiziana echt glücklich schätzen. Tiziana ist abgehauen? Ich kannte mal so eine. Sie war genauso wie Tiziana. Voll die Streberin und voller Energie. Doch eines Tages, da wirkte sie so anders. Sie hatte keine Lust mehr auf irgendwas gehabt. Und dann, als sie von zu Hause weggelaufen ist, hat man sie 3 Tage später tot in der Spree aufgefunden. Du meinst, sie hat Selbstmord begangen? Viele Menschen mit Depressionen begehen Selbstmord. Aber du meinst doch nicht, dass Tiziana... Sie würde sowas doch nicht machen. Doch, Tiziana könnte es auch versuchen. Aber was machen wir denn noch hier?